Willkommen wieder bei einem neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den verbrannten MX-5. Und in diesem Video werde ich hingehen und den kompletten Kofferraum sowie das, was unter dem Kotflügel ist und den Radkasten, den werde ich heute einmal komplett säubern, so dass es wieder alles einigermaßen vernünftig ist und ich anfangen kann, das Ganze zu versiegeln. Gucken, wie viel ich heute in diesem Video schaffe. Ich habe schon im letzten Video, einmal hier den Kotflügel komplett entfernt und jetzt werde ich dabei gehen, hier einmal komplett alles sauber zu machen und halt alles soweit wieder sauber zu machen, beziehungsweise zu entrosten oder vielleicht auch zu ersetzen, weil hier habe ich so ein bisschen Rost und so. Im Prinzip werde ich da einmal nachgucken, was ich hier dran retten kann, was ich hiermit mache und dann einfach mal gucken. Als erstes hingehen, werde ich einmal hier alles sauber machen, weil wie man hier sieht, ist noch ganz viel Müll drin und da hinten ist noch ganz viel Asche und sowas. Das werde ich alles sauber machen. Da werde ich überall mal mit so einem Stabschleifer rüber gehen. Ich glaube, hier vorne werde ich auch einmal den Schweller, den Kotflügel einmal ein bisschen abschneiden. Weil hier hatte ich das vorher einmal zugeschweißt. Sind jetzt nicht die schönsten Schweißnähte hier, aber es hat gehalten. Dann werde ich das einmal abschneiden hier. Dann werde ich hier die ganzen Roststellen, das ist alles einigermaßen Flugrost. Das kommt halt daher, dass das Auto komplett mit Wasser geflutet war, weil muss halt eben gelöscht werden. Und der stand dann halt noch ein paar Tage, stand er noch unter offenem Himmel, sag ich jetzt mal. Beziehungsweise ein paar Wochen oder Monate, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall das einmal alles abschleifen, gucken, ob das hier und hier hinten alles noch zu retten ist, weil das Teil hier vorne gibt es noch komplett neu, sprich das hier. Deswegen gucken, ob ich da irgendwas Neues brauche oder ich das einfach irgendwie retten kann, ob das halt nicht komplett durchgerostet ist, und hier werde ich einfach hingehen und das Ganze entrosten und genauso wie hier und da hinten sauber machen, entrosten und so weiter und so fort. Ja, das ist der Plan, das werde ich machen. Ich werde mir jetzt aber als erstes mal so einen Ganzkörper-Schutzanzug anziehen, weil hier sind noch so ein paar Sachen drin, wegen Feuer und Asche und sowas. Die will ich nicht unbedingt auf der Kleidung haben, geschweige denn irgendwie auf der Haut. Deswegen Schutzkleidung an, das hier nochmal eben ein bisschen wegräumen und dann hier schleifen, flexen und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall erstmal die erste Aufgabe, die ich in diesem Video machen werde, und dann mal gucken, was noch so kommen wird. Wie ihr gerade schon gesehen habt, ich habe das Ganze jetzt so ein bisschen sauber. Ich habe jetzt hier in der Mitte diese Reserveradmulde habe ich schon mal ein bisschen sauber gemacht. Das war ein bisschen nervig, weil man hier überall halt diese Geräuschdämmung hat. Und das lässt sich nicht so gut mit dieser Drahtbürste da wegmachen. Da muss ich mal das Ganze nochmal ein bisschen sauber machen. Hier bin ich noch gar nicht gewesen. Hier bin ich so ein bisschen gewesen. Ich habe jetzt das komplette sauber. Genauso wie hier der Kotflügel, beziehungsweise hier unterm Kotflügel ist auch alles komplett sauber und alles komplett blank. Hier werde ich jetzt hingehen und unterm Kotflügel werde ich schon mal anfangen, die ganzen Roststellen, also das hier vorne und hier vorne die Mulde. Hier werde ich schon mal hingehen und das Ganze mit so einem Rostumwandler, Rostversiegler einpinseln, damit, wenn ich jetzt weitermache, hier unten mit, dass das hier nicht wieder anfängt irgendwie zu rosten oder sowas, weil das ist jetzt gerade halt alles komplett blankes Metall. Ich werde das Ganze jetzt erstmal einpinseln, erstmal versiegeln und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, wie ihr gerade gesehen habt, das Radhaus ist jetzt an sich von Rost befreit. Übrigens, der Regen, ich hoffe, mir stört nicht zu doll, ist jetzt halt einfach, es regnet komplett durch und ich kann nichts dagegen tun, man hört halt den Regen, aber dann habt ihr so ein bisschen, ja, relaxing Background-Musik oder halt Geräusche. Anyway, das Radhaus ist komplett sauber, ist komplett von Rost befreit, außer hier vorne die kleine Stelle hier. Da werde ich nochmal gucken, ob ich da irgendwie ein Blech oder sowas einsetze. Oder ja, ob ich das hier einfach rausschneide und dann so lasse, keine Ahnung. Ich denke mal aber, dass ich das hier einfach rausschneiden werde, ein Blech einsetzen, damit hier unten der Kotflügel ran kann. Ansonsten ist das hier alles komplett von Rost befreit. Hier sieht man mich auch noch, hier kann ich mich drin spiegeln. Das ist jetzt alles komplett blankes Metall, bis hier vorne hin. Das ist komplett blank und komplett schön, so wie es sein soll. Hier habe ich jetzt erstmal Klarlack drüber geschmissen, weil ich jetzt noch nicht hingehe und das alles mit Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung und sowas bestreiche, und das lasse ich jetzt erstmal so, genauso wie hier vorne. Ich habe ja am Anfang oder Mitte des Videos habe ich hier schon Brunox drüber geschmissen, also diesen Rostumwandler, Rostkonservierer. Und wie man hier sehen kann, das Ganze ist doch noch so ein bisschen am Rosten. Das ist, weil, ich habe das hier schon mal wieder abgeschliffen. Der Grund ist, weil ich hier und da vorne nicht den Rost abgemacht habe, sondern ich habe da diesen Hohlraumversiegelung, Unterbodenschutz, Lack, der da allgemein drüber war. Den habe ich eher abgemacht, also den verbrannten Lack und sowas. Den habe ich eher abgemacht und habe darunter halt nicht das Rost weggemacht. Sprich, bin hingegangen, Hohlraumversiegelung, die komplett verbrannt war, habe ich abgemacht. Der Rost darunter, der noch da war, wurde dann freigelegt. Dann habe ich dieses Brunox drüber gehauen und ja, dann hat das einfach wieder genauso wie hier vorne angefangen zu rosten. Hier bin ich dann jetzt auch erstmal hingegangen, habe komplett den Rost entfernt. Hier habe ich es noch nicht so ganz erwischt, das muss ich nochmal neu machen. Aber, beziehungsweise muss ich nicht nochmal neu machen, muss ich nur nochmal ein bisschen abflexen, beziehungsweise säubern. Hier vorne ist komplett der Rost weg. Wie man hier sieht, da ist jetzt auch einfach Klarlack drüber gekommen, damit es erstmal nicht anfängt zu rosten, genauso wie im Radhaus. Ich werde jetzt auf jeden Fall weiter im Kofferraum machen. Das war ja eigentlich die Hauptsache, die ich in diesem Video machen wollte. Das hier werde ich komplett nochmal neu säubern, dann werde ich hier alles säubern, komplett den Kofferraum säubern und dann würde ich sagen, glaube ich, dann reicht es auch fürs Video. Dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder, wenn das hier, der komplette Kofferraum, crispy clean ist, komplett von Lack, Rost und allem, was noch so verbrannt ist, komplett befreit ist. Das mache ich jetzt eben fix und dann ist erstmal die hintere Hälfte des Autos oberhalb wieder sauber. So, der Kofferraum ist jetzt komplett sauber. An sich, ich habe hier vorne ist noch so ein bisschen Geräuschdämmung, glaube ich, oder Überreste von Geräuschdämmung. Die habe ich noch da gelassen, weil ganz ehrlich, das brauche ich jetzt nicht alles da abholen, und wenn ich da mit der Flex hingehe und mit diesem Aufsatz drauf gehe, dann verteilt sich das Ganze nur im Auto und beziehungsweise im Kofferraum, und das ist nicht so unfassbar geil. Hier kommt sowieso eine Matte drüber, also ist das relativ egal, ob das da noch drunter ist. Es wird sowieso lackiert und dann das sieht halt einfach keiner mehr. Hier vorne, wo die Batterie ist, da ist das Ganze noch so ein bisschen angerostet. Das muss ich eigentlich nur noch mal eben kurz sauber machen. Da vorne, das ist einfach halt so wie es war. Muss ich einfach nur überputzen und dann ist das sauber, also kein Rost oder sowas. Dann hier vorne ist dann alles komplett sauber, genauso wie hier. Und auch hier vorne. Das habe ich einmal komplett alles sauber gemacht und einmal komplett von Rost befreit und ja, von allem anderen auch noch befreit, was da so drauf war. Keine Ahnung, vom Feuer halt, so Sachen, die verbrannt sind. Auf jeden Fall, das hier ist jetzt alles komplett sauber. Ich bin jetzt auch einmal hier vorne hingegangen, das wollte ich eigentlich noch nicht machen, aber habe ich jetzt direkt mitgemacht. Bin jetzt hingegangen und habe das hier alles sauber gemacht. Hier vorne habe ich ja, glaube ich, mal gezeigt, dass da das hier drin war. Das ja geschmolzenes Plastik von irgendwo hier, keine Ahnung, woher das kommt. Auf jeden Fall, das ist jetzt auch sauber. Hier das Loch ist jetzt auch komplett frei und wenn man hier hinten hinguckt, ist das jetzt auch alles sehr, sehr schön sauber. Genauso wie hier vorne, der Tunnel oder das, wo ganz viel Glas lag, ist jetzt auch sauber. Hier vorne bin ich noch nicht hingegangen.
Perfekt. Hier vorne bin ich noch nicht hingegangen, habe das sauber gemacht, beziehungsweise nochmal wieder neu abgeschliffen. Ich mache das irgendwann später, wenn ich sowieso das Ganze hier lackiere und sowas, dann mache ich das hier vorher eben sauber. Hier hinten, das habe ich auch noch nicht neu gemacht, das kommt in einem anderen Video, denn das ganze Lackieren mache ich jetzt noch nicht. Das werde ich in den nächsten paar Videos machen, ich weiß noch nicht ganz genau, weil ich jetzt erstmal hingehen möchte und hier das auch alles vernünftig machen möchte. Hier vorne, wie man sieht, ist der Schweller so ein bisschen von Rost befallen und den möchte ich einmal austauschen, da habe ich schon einen Austauschschweller für. Ich denke nicht, dass ich den ganzen Schweller von vorne nach hinten tauschen werde. Ich gehe davon aus, dass ich einfach hier den abschneiden werde und dann einen neuen Schweller einsetze. Das wird auf jeden Fall in dem nächsten Video kommen, dass ich den mal sauber mache. Dann werde ich auch noch mal gucken, wie das da drin aussieht. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, der Kofferraum ist jetzt sauber, alles andere ist jetzt sauber. In den nächsten Videos werde ich auch noch ganz viel anderes sauber machen. Unterboden, hinten, Schweller. Das wird in den nächsten Videos kommen. Ist halt jetzt erstmal den MX5 wieder so weit restaurieren, dass ich den wieder zu dem Punkt habe, dass ich den wieder aufbauen kann. Ja, beinhaltet sehr viel sauber machen, sehr viel flexen, sehr viel schweißen und sehr viel Arbeit. Weil ich glaube, nur das ganze sauber machen hier hinten, das hat mich jetzt locker 15 Stunden oder sowas. Das war jetzt nur für hier vorne den Schweller, hier hinten das und Kofferraum und so. Da geht sehr, sehr, sehr viel Zeit drauf. Aber ich würde sagen, das war jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.